Okay, we should begin. So, wir fangen mal an. So, the last thing we looked at was an extensive discussion about how lostness arises and what is the nature of lostness. Das letzte, was wir angeschaut haben, war eine umfassende Diskussion dessen, wie das Verlorensein aufkommt und was seine Natur ist. Now, generally speaking, in Buddhism, we begin by taking refuge in Buddha, Dharma and Sangha. Allgemein gesprochen beginnen wir im Buddhismus damit, dass wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nehmen. The Buddha is often described as the guide, Und der Buddha wird oft als ein Führer beschrieben. and the teaching helps us to find our way. Und die Unterweisung hilft uns, unseren Weg zu finden. And the Sangha are those who can help us on that path. Und die Sangha sind jene, die uns auf dem Weg helfen können. But as he's pointed out in various ways, we are lost where we are. Aber wie er hier in vielen Weisen darauf hingewiesen hat, sind wir da verloren, wo wir sind. So it's not that the guide is showing us how to go from A to B, Es geht also nicht darum, dass der Führer uns zeigt, wie man von A nach B kommt, but rather the guide is showing us how to go from A to A. sondern der Führer zeigt uns, wie man von A nach A geht. And what keeps us at A is that it's always A, we're always where we are. Und was uns bei A hält, ist, dass es immer A ist, dass wir immer da sind, wo wir sind. But what keeps us lost is that we imagine that A is B. Was uns verloren gehen lässt, ist, dass wir uns immer vorstellen, dass A ein B ist. And then starting at B, we try to go to C, Und indem wir bei B anfangen, wollen wir nach C gehen. which is what all the paths of effort are trying to do. Und das ist das, was alle Pfade, die mit Anstrengung verbunden sind, versuchen zu erreichen. But non-duality means the non-duality of A and B. Aber Nicht-Dualität bedeutet die Nicht-Dualität von A und B. That is to say that the obscurations are themselves the energy play of the ground nature. Und das ist nichts anderes als zu sagen, dass die Verdunklungen selbst nichts anderes sind als das Spiel der Energie der Grundnatur. And so the meditation is to stay present, whatever is arising, whether it seems to be good or bad. Und die Meditation besteht darin, mit dem, was erscheint, gegenwärtig zu bleiben, sei es gut ist oder schlecht ist. And then we see that B is an aspect of A, Und dann können wir sehen, dass B ein Aspekt von A ist. and that whatever is arising, it's always exactly where it should be, which is to say within the expanse of the Buddha mind, the Dharma Dhatu. Und das, was immer erscheint, immer schon da ist, wo es sein sollte, nämlich in der Weite des Geistes oder des Dhammadhatu. So we continue with the text. Wir fahren jetzt mit dem Text fort. And this is in the English page 72, The Way of Liberation. Das ist in dem englischen Text auf Seite 72 auf dem Pfad der Befreiung. So it says, from beginningless time, the ground has been naturally pure as nature, immediacy and energy, the three modes effortlessly arising. Und da heißt es, seit anfangsloser Zeit war der Grund auf natürliche Weise rein als Natur, Unmittelbarkeit und Energie mit den drei Modi, die mühelos aufscheinen. So as he was explaining yesterday, even when you feel dull and stupid, when you feel agitated, when you feel disappointed with your life, Wie wir gestern schon besprochen haben, selbst wenn man sich stumpfsinnig und dumm fühlt, wenn man aufgeregt ist, wenn man sich von seinem Leben enttäuscht fühlt, these thoughts, feelings, memories, hopes, sind diese Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Hoffnungen, transient patternings, I think some temporary coloration to the surface, sind nichts anderes als zeitweilige Musterbildungen, vorübergehende Verfärbung der Oberfläche. they are themselves the movement
movement of the energy of the mind. Und sie sind selbst schon eine Bewegung der Energie des Geistes. When we recognize that, then you have the purity of all phenomena. Wenn wir das erkennen können, dann haben wir die Reinheit aller Erscheinungen. But if you believe what they say, then you have confusion. Wenn man aber daran glaubt, was sie uns sagen, dann hat man Verwirrung. I'm a useless person. Ich bin ein nutzloser Mensch. This seems to be a description of something true about me. Es erscheint als eine Beschreibung von etwas Wahrem über mich, But actually it's just a pulsation, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Pulsation, a temporary formation, like the tail you can see behind an aeroplane as it moves across the sky. eine zeitweilige Formation, wie etwa die Spur, die man hinter einem Düsenflugzeug im Himmel sehen kann. If you watch adverts on the television, Wenn man Werbung im Fernsehen schaut, adverts say this is very good. dann sagt die Werbung, das hier ist sehr gut, This is the best motor car you can buy. das ist das beste Auto, das du kaufen kannst. What this means is you should buy it. Was es uns sagen will, ist, dass wir es kaufen sollten. It doesn't mean that it's necessarily the best car. Es sagt ja nicht unbedingt aus, dass es wirklich das beste Auto ist. How would you know what the best car is? Wie will man wissen, was das beste Auto ist? The interest of the manufacturer is that people buy what they manufacture. Das Interesse der Hersteller ist, dass die Leute das kaufen, was sie herstellen. So it's stupid to believe adverts. Es ist also dumm, Werbung zu glauben. It simply means that a company has enough money to pay for a time on the television to advertise their product. Das bedeutet lediglich, dass die Firma genug Geld besitzt, um für die Fernsehzeit zu kaufen, um für ihr Produkt zu werben. And the advert is a formative exercise. Und diese Werbung ist nichts anderes als eine formative Übung. It seeks to embed itself in your mind. Sie versucht, sich selbst in deinem Geist einzubetten. So nowadays adverts often use old pop songs from the past. Heutzutage verwenden Werbungen oft alte Pop-Lieder aus der Vergangenheit. They work with the familiarity and the positive sentiment that's evoked by that music to make an association with their product. Sie arbeiten mit dem Vertrautsein und mit einem positiven Sentiment, um die positiven Assoziationen, die man mit der Musik verbindet, mit ihrem Produkt zu konnotieren. So that it builds up a sense of openness to the meaning which is conveyed in the advert. Und das baut sich dann auf als eine Offenheit gegenüber der Bedeutung, die in der Werbung übertragen werden soll. This is trying to cheat you. Das ist der Versuch, uns zu betrügen. It's not saying call this number and get a complete analytic account of the advantages and disadvantages of our product. Es sagt ja nicht aus, ruf diese Telefonnummer an und dann kriegst du einen vollständigen analytischen Überblick über die Vorteile und Nachteile deines Produkts. We respect you as rational consumers. Wir respektieren dich als einen vernünftigen Konsumenten. No, it says we want to make use of your seducibility. Ganz im Gegenteil, was sie sagen, ist, wir wollen Gebrauch machen von deiner Verführbarkeit. So this is the same thing that arises with the familiar content in our mind. Das Gleiche passiert mit dem vertrauten Inhalt unseres Geistes. We get taken in. Wir werden sozusagen hineingezogen. We get seduced by the semantic content as if it was telling the truth. Wir werden von dem semantischen Inhalt verführt, als würde er uns die Wahrheit berichten. The ego is constructed out of thought. Das Ego ist aus Gedanken konstruiert. And it is also a factory producing thought. Und das ist auch eine Fabrik, die Gedanken produziert. If a factory can no longer find customers for its product, Wenn eine Fabrik nicht länger Konsumenten für ihr Produkt finden kann, comes to be problematic. dann wird es schwierig. They have to lay off some of the workers. Dann müssen sie einige der Arbeiter rausschmeißen. They have to downsize. Sie müssen sich verkleinern. In the meditation, once you start to recognize that the meaning of your thoughts is bullshit,
In der Meditation, wenn man anfängt zu erkennen, dass die Bedeutung unserer Gedanken Nonsens ist, then the ego factory gets much smaller. dann wird die Ego-Fabrik viel kleiner. You couldn't live without an ego. Wir könnten nicht ohne Ego leben. The ego is the point of emergence into the world, Das Ego ist der Punkt des Hinaustretens in die Welt. but the world is already here. Aber die Welt ist ja schon da. And so the role of the ego is to be flexible and responsive, Und damit ist die Rolle des Egos flexibel und empfänglich zu sein not to be fixed and deterministic. und nicht fixiert und deterministisch zu sein. So he's saying from the very beginning there has been this natural purity of the integration of the open ground, the radiant field, and each specific moment. Und deswegen sagt er, von allem Anfang an gab es diese ursprüngliche Reinheit der Integration von diesem offenen Grund, von dem Ausdruck und von den Dingen, die von einem Augenblick auf den anderen erscheinen. So when a thought arises, you don't have to recognize that it is the energy of the mind. Wenn ein Gedanke also aufkommt, müssen wir nicht erkennen, dass es die Energie des Geistes ist. If you take that position that says it's up to you to recognize what's going on, Wenn man nämlich diese Position einnimmt, dass man denkt, es liegt an mir zu erkennen, was vor sich geht, actually all you have to do is to look, and then you will see directly it is the energy of the mind. denn in der Tat ist es das Einzige, was zu tun ist einfach zu schauen und dann wird man sehen, dass das, was erscheint, die Energie des Geistes ist. So this is the point of deconstruction. Und das ist der Punkt der Konstruktion. That the interpretation that you would normally give and see as being valid Dass die Interpretation, die man gewöhnlicherweise geben würde und sie dann auch nur als gültig betrachten würde, is actually an obstacle. in Wirklichkeit ein Hindernis ist. So, accordingly, by understanding one's own nature, the clarity of self-recollection arises like the sun and dispels the darkness of co-emergent ignorance. Entsprechend, indem wir die eigene Natur verstehen, ersteht die Klarheit der Selbstsammlung und wie die Sonne und vertreibt die Dunkelheit der koemergenten Unwissenheit. So we looked at this just at the end last night, and I'm using it as a link into the text. Wir haben das schon letzten Abend angeschaut und ich verwende das als eine Verknüpfung zu dem Text. What he's saying again and again is all you need to do is to really see what is occurring. Was es immer wieder sagt, ist, dass alles, was zu tun ist, ist wirklich zu sehen, was erscheint. This is passive receptive. Und das ist passiv und empfänglich. It's not active. Es ist keine Aktivität. And the more passive but present you can be, the more clear everything becomes. Und je passiver und zugleich aber gegenwärtig man sein kann, desto klarer erscheint alles. So then he goes through these three ignorances which we did yesterday. Dann geht er da durch diese drei Unwissenheiten, das haben wir gestern schon besprochen. And the next paragraph begins, moreover, those who understand their own falseness are known as Buddhas, and those who do not understand their own falseness are known as sentient beings. Und dann geht der nächste Absatz damit weiter, dass es hier heißt, mehr noch, jene, die ihre eigene Falschheit verstehen, sind als die Buddhas bekannt und jene, die sie nicht verstehen, die die eigene Falschheit nicht verstehen, sind als die fühlenden Wesen bekannt. So this would set it out that there's a big difference between these two. Das würde begründen, dass es einen großen Unterschied zwischen den beiden gibt. Buddha is relaxed and open, sentient beings keep turning round and round in the maze of thoughts and feelings. Der Buddha ist entspannt und offen und die fühlenden Wesen drehen sich in ihrer eigenen Achse, in dem Geflecht ihrer eigenen Gedanken und Gefühle. But then he says, but these are just conventional terms, for there is not a hair's breadth of difference between the natural condition of Buddhas and sentient beings. Dann heißt es aber doch, jedoch sind dies nur konventionelle Begriffe, denn es gibt nicht mal eine Haaresbreite von Unterschied zwischen der natürlichen Seinsweise der Buddhas und der fühlenden Wesen. So this is a very, very important point. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. The ground is open, Der Grund ist offen, empty, uncontrived. leer und nicht fabriziert. If you don't recognize that ground, Wenn du diesen Grund nicht erkennst, nothing is altered.
dann wird nichts dadurch geändert. The non-recognition of the ground is itself the energy of the ground. Das Nichterkennen des Grundes ist selbst schon die Energie des Grundes. This is in the Dzogchen tradition, the way of looking at the problem of evil. Das ist in der Dzogchen-Tradition bezogen auf das Problem des Betrachtens von Übel, von Böse. The monotheistic religions always have a problem with evil. Die monotheistischen Religionen haben immer ein Problem mit dem Bösen. God is good. Gott ist gut. God made the world. Gott hat die Welt gemacht. There are bad things in the world. Und es gibt aber schlechte Dinge in der Welt. This is due perhaps to free will. Vielleicht liegt das am freien Willen. But why would people choose to do bad things? Aber warum würden denn Leute wählen, schlechte Dinge zu tun? If they are made in the image of God, Wenn sie sozusagen dem Ebenbild Gottes nachgemacht sind, where did they find these bad things? wo haben sie denn diese schlechten Sachen denn gefunden? This is due to the tempter, Das ist wegen dem Verführer, the devil. dem Teufel. The devil has come from somewhere else. Und der Teufel kommt von irgendwo anders her. Where does he come from? Wo kommt er her? Many names for the devil. One is Lucifer. Es gibt viele Namen für den Teufel. Eines davon ist Luzifer. Lucifer was a great archangel Luzifer war zuvor ein großer Erzengel, who annoyed God und der hat Gott aber verärgert and annoyed himself. und er hat sich selbst verärgert. He was annoyed because God was better than him. Er war verärgert, weil Gott besser war als er. He thought, I want to be God. Und dann dachte er sich, ich will Gott sein. There is only one God. Aber es gibt ja nur einen Gott. You are second class. Du bist zweite Klasse, But I want to be first class. aber ich will die erste Klasse sein. So then he left home and set up his own republic called Hell. Und dann hat er also das Zuhause verlassen, seine eigene Republik aufgemacht, die man die Hölle nennt. There's a famous poem by an English poet called Milton, who wrote Paradise Lost. Es gibt ein berühmtes Poem, das von einem englischen Dichter namens Milton geschrieben And ist, in und it, das ist das verlorene Paradies. he has Lucifer say, it's better to reign in hell than serve in heaven. Es ist besser, und da in diesem Poem sagt der Teufel Luzifer, es ist besser, die Hölle zu regieren, als im Himmel zu dienen. This then becomes an idea that there is another place, another source from which bad things enter into the world. Und das wird sozusagen zu der Idee, dass es da einen anderen Platz oder eine andere Quelle gibt, aus der dann die bösen Dinge in die Welt treten. And so you have contesting forces. Also dass man Kräfte hat, die miteinander im Wettstreit stehen. This is linked with the Manichaean notion of the gods of the sky and the gods of the dark water. Das ist mit der manichäischen Vorstellung von den Göttern des Himmels und den Göttern des Wassers verbunden, des dunklen Wassers. In that these two forces are in eternal opposition. Und dass diese zwei Kräfte in einem ewigen Gegensatz zueinander stehen. The Semitic religions took up this idea but oriented it towards a final battle, Armageddon, in which victory would go to the good. Die semitischen Religionen haben diese Idee aufgegriffen, haben sie aber sozusagen umorientiert in Richtung auf das Armageddon, auf eine Endschlacht, in der das Gute siegen wird. And once all the bad are defeated and destroyed and exterminated, then good will reign forever. Und wenn erst einmal alles Böse vernichtet, besiegt und zerstört ist, wird das Gute für immer regieren. This is the dualistic theological basis for Hitler's final solution. Das ist die dualistische theologische Grundlage auch für Hitlers Endlösung. That only by identifying what is bad and getting rid of it can what is good survive and expand in all directions. Dass nur indem man das, was schlecht ist, identifiziert und dann vernichtet, das Gute überleben und sich in alle Richtungen ausbreiten kann. It's very important that we recall because these ideas are pervasive in our world. Und es ist sehr wichtig, dass man sich daran erinnert, denn diese Ideen durchdringen unsere Welt. The Islamic State is doing exactly that at the moment. Der islamische Staat macht genau das im Augenblick. There is a logic in it. We are good, you are bad. When you die, everybody will be happy. Und darin ist eine Logik zu sagen, wir sind gut, ihr seid schlecht, wenn ihr sterbt, wird alles gut sein. Your happiness is irrelevant because you are bad.
Dein Glück ist völlig irrelevant, weil du schlecht bist. Dzogchen is looking in a completely different direction. Dzogchen guckt in eine völlig andere Richtung. It is the same ground for all that is good and bad. Alles Gute und Schlechte hat denselben Grund. And good and bad are like the reflection of the moon on water, like a rainbow in the sky. Sowohl das Gute als auch das Schlechte sind wie Spiegelungen des Mondes auf dem Wasser oder wie der Regenbogen im Himmel. There is an absence of inherent self-nature in all that is good and in all that is bad. Sowohl in allem, was gut ist, als auch in allem, was schlecht ist, herrscht eine Abwesenheit von einer innewohnenden Selbstnatur. The true nature of everything is emptiness. Die wahre Natur von allem ist Leerheit. And when this is recognized, all the dualistic tensions of combat to see who will win, this dissolves by itself. Und wenn das erkannt wird, dann lösen sich alle dualistischen Tendenzen zu kämpfen und zu sehen, wer da siegen wird, von sich aus auf. It says, Buddhas and sentient beings are separated by either understanding or not understanding that they have the same nature. Es heißt hier sozusagen, die Buddhas und die fühlenden Wesen sind lediglich getrennt durch das Verstehen oder Nicht-Verstehen, dass sie von der gleichen Natur sind. If you don't understand it, where are you located? Wenn du es nicht verstehst, wo bist du dann angesiedelt? If you're a small child and maybe you have a big brother or sister and they're talking with their friends, Wenn man ein kleines Kind ist, man hat einen großen Bruder oder eine große Schwester und die großen Geschwister sprechen mit Freunden, you're listening in, you're part of the gang, dann hört man so mit und ist damit auch ein Teil der Gang. but one of them tells a joke that you don't understand. Und dann erzählt einer aber einen Witz und dann versteht man den überhaupt nicht. Everyone else is laughing, ha ha ha. Alle anderen lachen You don't know what's funny. und man weiß selber gar nicht, was dran so lustig ist. You're now on the outside. Jetzt bist du draußen. But what are you on the outside of? Wovon bist du draußen? A joke. Von einem Witz. It's like that. You're not really relocated anywhere. Es ist so, man ist ja nicht wirklich irgendwo anders hin versetzt worden. How to access the clarity of the nature of the mind? Wie kann man also der Klarheit der Natur des Geistes sich nähern? We looked yesterday. It's already here. Wir haben es gestern schon angeschaut, sie ist bereits da. It's not something which has to be constructed. Es ist nicht etwas, was konstruiert werden muss. We just have to be present with what is here. Wir müssen einfach damit gegenwärtig sein, was da ist. So then he says, in the middle of samsara and nirvana, there is just the letter R, which is emptiness. This is the actual truth. Dann heißt es hier weiter, inmitten von Samsara und Nirvana ist bloß der Buchstabe A. Das ist die tatsächliche Wahrheit. Emptiness gives rise to all things. Leerheit gibt Anlass zu allem. Just as the sound of R is the basis for all languages, So wie der Klang von A die Grundlage aller Sprachen ist. because it's the most basic sound that comes out through the throat, through the vocal cords. Denn es ist der grundlegendste Klang, der aus der Kehle, aus den Stimmbändern heraustreten kann. And all the other sounds are variations on it. Und all die anderen Klänge sind gewissermaßen Variationen davon. If we see, everything is empty. So können wir sehen, alles ist leer. It appears, but it appears in conjunction with, in co-emergence with all the other phenomena. Es erscheint, aber es erscheint in Zusammengehen, in Gemeinsamkeit mit der Erscheinung aller anderen Phänomene. Although our mind conceptually is able to allocate the sense of separate entities, Obwohl unser Geist sozusagen begrifflich in der Lage ist, den Sinn von separaten, getrennten Dingen oder Entitäten zu weisen. what we have looked at in different ways is that this allocation of individual meaning is indeed an allocation by the mind. Was wir in verschiedener Weise schon angeschaut haben, ist, dass diese Zuweisung von individueller Bedeutung nichts anderes ist als eine Zuweisung durch den Geist. It is an invention, not a description. Es ist eine Erfindung und keine Beschreibung. But it's an invention which presents itself as being a description. Aber es ist eine Erfindung, die sich selbst als Beschreibung präsentiert. If I say,
outside the window I can see a cherry tree, Wenn ich sage, da draußen aus dem Fenster schauen, sehe ich einen Kirschbaum. I'm making a statement that says there is out there, self-existingly, a tree which I can identify as being a cherry tree. Dann mache ich eine Behauptung, indem ich sage, da draußen existiert aus sich selbst oder für sich selbst ein Baum, den ich identifizieren kann als Kirschbaum. My identification of it as a cherry tree is me going closer to the tree. Meine Identifizierung davon als ein Kirschbaum ist sozusagen ich, der dem Baum näher tritt. That is to say, it is a cherry tree Mit anderen Worten, es ist ein Kirschbaum in and of itself, aus und in sich selbst. and my knowing that it's a cherry tree allows me to align myself with what is there. Und mein Wissen, dass es ein Kirschbaum ist, erlaubt mir, mich mit dem, was da ist, in Übereinstimmung zu bringen. This is our ordinary understanding. Das ist unser gewöhnliches Verständnis. But I am inventing the cherry tree. Aber ich bin derjenige, der hier den Kirschbaum erfindet. When the bird lands on the branch, it's not landing on the cherry tree. Wenn ein Vogel auf einem Zweig landet, dann landet es nicht auf einem Kirschbaum. For the bird to make use of what is there, it doesn't have to have any concept of cherry or tree. Damit der Vogel einen Gebrauch von dem, was da ist, machen kann, muss es überhaupt keine Konzepte von Kirsche oder Kirschbaum einführen. The bird has a mind. Der Vogel hat einen Geist. The bird is able to make use of the cherry tree all the year round. Der Vogel ist in der Lage, von dem Kirschbaum Gebrauch zu machen, das ganze Jahr über. Whereas I only make use of it when the cherries are ripe. Während ich lediglich Gebrauch machen kann, wenn die Kirschen reif sind. You would think that the bird's familiarity with the tree would give it some privileged knowledge. Man könnte denken, dass die Vertrautheit des Vogels mit dem Baum ihm ein bevorzugtes Wissen geben könnte. Maybe a parrot could say, cherry tree, cherry tree. Vielleicht könnte ein Papagei sogar das sagen, Kirschbaum, Kirschbaum. But the little sparrow can't say that. Aber der kleine Spatz sagt das nicht. It's not a cherry tree. Es ist kein Kirschbaum. Cherry tree is an invention, an interpretation, something that we put out. Kirschbaum ist eine Erfindung, eine Interpretation, die wir hinausbringen. If we see this, then the world starts to open up. Wenn wir das sehen können, dann beginnt die Welt sich zu öffnen. The emptiness of everything is a space which can be filled with the energy of the mind. Das A oder der Raum ist ein Raum, oder die Leerheit von allem ist ein Raum, der angefüllt werden kann mit allen möglichen Erscheinungen der Energie des Geistes. The energy of the mind arises in what can be said to be object form and subject form. Und die Energie des Geistes entsteht in jenen Dingen, die man als die Objektformen nennen kann und in der Form des Subjekts. What I see looking out the window is the object form. Was ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, sind die Objektformen. Arising in the mind as the subject form is the notion that's a cherry tree. Und als Subjekt entsteht im Geiste die Vorstellung, das ist ein Kirschbaum. Because there is no real separation between object and subject, Da es aber keine wahre Trennung zwischen Objekt und Subjekt gibt, these two co-emergent aspects seem to arise as one thing. scheinen diese zwei konvergenten Aspekte zu stehen als ein Ding. And that's the certainty, that's a cherry tree. Und das ist die Gewissheit. Es ist ein Kirschbaum. It is obvious it's a cherry tree. Es ist doch ganz offensichtlich, dass es ein Kirschbaum ist. So this is the stupidity of intelligence. Das ist die Dummheit der Intelligenz. By not applying this unnecessary interpretation, Indem wir die unnötige Interpretation nicht anwenden, then we start to be able to see the revelation of all forms as the play of emptiness. beginnen wir die Offenbarung aller Formen als das Spiel der Energie der Leerheit zu sehen. And through that we understand our own falseness, that is to say, our own tendency to add value to that which is already full of value. Und dadurch beginnen wir unsere eigene Falschheit zu erkennen, unsere Neigung, Wert zuzuweisen zu etwas, das bereits schon voller Wert ist. And by adding this value, we actually diminish our capacity to receive the innate or intrinsic value.
Und indem wir diesen zusätzlichen Wert hinzufügen, vermindern wir in Wirklichkeit unsere Fähigkeit, den innewohnenden natürlichen Wert der Dinge zu empfangen. So he says there are three aspects to protecting the awareness of the self-understanding of one's own falseness: view, meditation and activity. Dann heißt es hier im Text weiter, es gibt die drei Aspekte, die Bewusstheit des Selbstverstehens der eigenen Falschheit zu beschützen. Das ist die Sicht, die Meditation und die Aktivität. The view means a definite, clear confidence in one's present recognition of the natural condition, free of the stain of ignorance. Und die Sicht bedeutet ein definitives, klares Vertrauen in die gegenwärtige Erkenntnis der natürlichen Seinsweise, frei von dem Makel der Unwissenheit. This is the three modes effortlessly arising. Und das sind die drei Modi, die mühelos aufkommen. So, sitting here, mind is open. Wenn wir hier sitzen, ist unser Geist offen. In the openness, like the openness of the mirror, I have the sense of the room, the people in it, but also the view through the open window. In dieser Offenheit, wie in einem Spiegel, habe ich ein Empfinden für den Raum, für die Leute da drin, aber auch für das, was da außerhalb des Fensters ist. This is the second aspect of immediacy or clarity. Das ist der zweite Aspekt von Unmittelbarkeit, von Klarheit. Without any effort, what is revealed is revealed. Und ohne jede Mühe wird das, was offenbart wird, offenbart. And within that, we have the energy or the compassion or the precision of the moment. Und darin befindet sich dann die Energie oder das Mitgefühl oder auch die Präzision des Augenblicks. Which can be the arising of the thought, that's a cherry tree. Und die kann sich auch als der Gedanke zeigen, das ist ein Kirschbaum. It's not that you have to forget the capacity to say that's a cherry tree. Es geht also nicht darum, die Fähigkeit zu vergessen, zu sagen, dass das ein Kirschbaum ist. If you did that, it would be very difficult to do your work, to raise children and so on. Wenn man das tun würde, wäre es sehr schwierig für uns, unsere Arbeit zu tun oder Kinder großzuziehen. The integration of these three modes means that when the thought that's a cherry tree arises, Die Integration dieser drei Modi bedeutet, dass wenn dieser Gedanke, dass es ein Kirschbaum aufkommt, instead of it being solidified as the expression of a fact about what is there, statt dass wir das verfestigen als einen unerschütterlichen Ausdruck, eine Tatsache, was da draußen ist, we experience it as part of the energy of participation. erfahren wir das als ein Teil oder Aspekt der Energie der Partizipation, der Teilnahme. If you ask someone, what's your favorite food? Wenn man jemanden fragt, was ist dein Lieblingsessen, They say something. da sagen sie irgendwas, It's friendly. das ist nett. Children often ask that kind of question. Kinder fragen oft diese Art von Fragen. What's your favorite chocolate? Was für Schokolade magst du am liebsten? It's just an easy way of communicating. Das ist einfach eine leichte Form der Kommunikation. And we have to say something. Und dann müssen wir irgendwas sagen. We say something as participation. Und wir sagen etwas als Teilnahme. It's not establishing an absolute truth. Es etabliert keine absolute Wahrheit. It's a bit like if somebody throws you a ball, you throw it back. Wenn jemand uns einen Ball zuwirft, werfen wir ihn zurück. The game is the movement of the ball. Das Spiel besteht hier in der Bewegung des Balls. The game loses a lot of its pleasure when it becomes serious. Und das Spiel verliert eine Menge von dem Spaß, wenn es ernst wird. I want to show you that I can throw the ball to you in a way that makes it impossible for you to catch. Ich will dir zeigen, dass ich einen Ball so werfen kann, dass es dir unmöglich sein wird, ihn zu fangen. Competition is very destructive. Dieses Wettbewerbsdenken ist sehr zerstörerisch. The world economy at the moment is based on free open markets and competition. Die Weltökonomie basiert jetzt auf freien, offenen Märkten und Wettbewerb. Competition is supposed to drive down prices. Und angeblich soll Wettbewerb die Krise vermindern. It's also a great source of unemployment. Und es ist auch eine schöne Quelle von Beschäftigungslosigkeit, Arbeitslosigkeit. The French government is very good at interpreting European law in order to protect a lot of French big factories. Die französische Regierung ist sehr gut darin, die europäischen Rechte so zu nutzen, dass sie französische Fabriken beschützen können. Because if they were to apply
the law correctly, these factories would close. Denn wenn sie das Gesetz korrekt anwenden würden, würden all diese Fabriken zumachen. All governments speak open markets but try to apply some degree of protections. Alle Regierungen sprechen von offenen Märkten, aber versuchen doch ein gewisses Maß an Protektionismus zu üben. If you had collaboration, you wouldn't need to have either. Wenn man Kollaboration nicht Zusammenarbeit hätte, dann bräuchte man beides nicht. The Dzogchen approach is to try to find optimal collaboration. Und der Dzogchen-Ansatz ist zu versuchen, optimale Zusammenarbeit zu finden. We have the notion of the 8 worldly dharmas. Wir haben diesen Begriff von den 8 weltlichen Dharmas. Winning and losing, fame and notoriety. Das, Gewinnen und Verlieren, Berühmtheit und schlechter Ruf. These polarized positions put fear into people. Diese polarisierten Oppositionen, die wecken Ängste in Leuten. When you look at the Olympic Games or even the Eurovision Song Contest, Wenn man olympische Wettspiele oder sogar auch nur den Eurovisions-Liedwettbewerb anschaut, you can see how important winning is. kann man sehen, wie wichtig das Gewinnen ist. When footballers win, Wenn Fußballer gewinnen, dann sind sie sehr aufgeregt. they stride out, they have news conferences, Dann gehen sie nach außen, sie haben Pressekonferenzen and the loser wants to slink away, going out by the back door. und die Verlierer, die wollen sich hinausstehlen, indem sie durch die Hintertür sich hinausschleichen. Tell me, how does it feel to lose once again? Sag mir, wie fühlt sich das an, wieder zu verlieren? This is what is set up, Das ist sozusagen das, was errichtet wurde. and this drives the engine of striving. Und das treibt den Motor des Strebens an. What we are looking at here is the natural perfection of the mind. Was wir aber hier anschauen, ist die natürliche Vollkommenheit des Geistes. Because if a football team wins in this match, they might lose the next match. Denn wenn eine Fußballmannschaft dieses Spiel gewinnt, kann sie das nächste auch wieder verlieren. Winning is very unreliable. Das Gewinnen ist sehr unzuverlässig. So, winning and losing just chase each other like the seasons of the year. Das Gewinnen und das Verlieren jagen einander wie die Jahreszeiten. So, the view is to stay with the unborn nature of all phenomena. Die Sicht ist also, mit der ungeborenen Natur aller Erscheinungen zu bleiben, zu verweilen. The meditation is the maintenance of this view. Meditation ist das Aufrechterhalten dieser Sichtweise. Connected with this is the teaching of the methods for keeping the mind steady. Und verbunden damit ist die Unterweisung der Methoden, wie man den Geist beständig hält. To begin with, stop the activities of your body, voice and mind. Am Anfang halte die Aktivitäten deines Körpers, deiner Sprache und des Geistes an. So the key thing is his first statement. The meditation is abiding in the view. Der Schlüsselpunkt ist die erste Aussage. Die Meditation ist das Verweilen in der Sichtweise. That is to stay relaxed and open so that our body and our voice and our mind are not being activated by whatever is occurring. Und das bedeutet, dass wir entspannt und offen verweilen, so dass unser Körper, unsere Sprache und unser Geist nicht durch das, was erscheint, aktiviert werden. In order to stabilize our energy, to facilitate the possibility of this, there are many different methods which can be described. Um die Energie aber zu stabilisieren, um dieses Tun zu ermöglichen und zu erleichtern, gibt es viele verschiedene Methoden, die man anwenden kann. These methods are not necessary Diese Methoden sind nicht notwendig and they are not sufficient. und sie sind auch nicht genügend. What is sufficient is the innate Buddha nature. Was genügend ist, ist die eingeborene Buddha-Natur. The sufficient cause of enlightenment is enlightenment itself. Die hinreichende Ursache der Erleuchtung ist die Erleuchtung selbst. If you take a piece of coal and you wash it for 100 years, it won't turn into chalk. Wenn wir ein Stück Kohle nehmen und wir waschen es auch 100 Jahre lang, wird es sich nicht in Kreide verwandeln. Coal is coal from the very beginning. Kohle ist von einem Anfang an Kohle. The Buddha nature is the Buddha nature from the very beginning. Und die Buddha-Natur ist die Buddha-Natur auch von einem Anfang an. So the method is not about the transformation of base material into gold. This is the alchemical
metaphor which is used in Tantra. Und die Methode hier ist also keine Transformation von einem niederen Material in Gold. Diese alchemistische Metapher ist eine Metapher des Tantra. But in Dzogchen, all that's required is to settle into that which is already here. Im Dzogchen wird alles, was notwendig ist, sich in dem niederzulassen, was bereits da ist. And so if the vibration of habitual excitation Wenn also die Schwingung der gewohnheitsmäßigen Erregung, that is to say the turbulence of the mind is intense, mit anderen Worten die Turbulenzen des Geistes, wenn diese intensiv sind, and this is mixed with the orientation of identification, und wenn dies auch noch vermischt ist mit der Orientierung der Identifizierung, then these two movements of the arising energy dann sind diese zwei Bewegungen der aufkommenden Energie, can appear as an obscuration. können dann als eine Verdunklung erscheinen. And therefore there are methods to deal with them. Und daher gibt es Methoden, um damit umzugehen. However, if you just stay close to the view, you don't need any of these methods. Wenn man aber eng an der Sichtweise bleibt, dann braucht man keine dieser Methoden. Because the danger about learning methods is that methods have to be applied. Die Gefahr darin, Methoden zu lernen, ist, dass die Methoden dann auch angewendet werden müssen. Who is applying the method? Wer wendet sie an? I am. Ich bin es. So the very presence of the method becomes a confirmation of my ego identity as the agent. Sodass die bloße Anwesenheit der Methode bereits zu einer Bestätigung meiner Ego-Identität als dem Agens verursacht. And this itself is the very structure that we're trying to deconstruct. Und das ist aber genau die Struktur, die wir zu dekonstruieren trachten. So, when he's describing these kind of methods, and of course in the Dzogchen tradition, in Tredchen, Tögal, there are hundreds and hundreds of different methods. Und wenn er also diese verschiedenen Methoden beschreibt, und natürlich gibt es in der Dzogchen-Tradition, in der Tradition von Chökche und Toga hunderte und hunderte von solchen Methoden. The main thing is to observe the impact of the method on yourself. Dann ist das Wichtigste, sozusagen den Eindruck oder den Einfluss der Methode auf uns selbst zu beobachten. It's not about what is produced by the method. Es geht also nicht darum, was durch die Methode produziert wird. That is what would interest the ego. Am I successful? Das ist das, was das Ego interessieren würde. Das ist diese Botschaft, ich bin erfolgreich. It's rather to observe when this method is taken up, what is the constellation of the mind in that moment. Es geht eher darum zu beobachten, wenn eine solche Methode aufgegriffen wird, zu beobachten, was in dem Moment dann für eine Konstellation des Geistes entsteht. So that if you apply many different methods, you experience many different constellations. Wenn du also viele verschiedene Methoden anwendest, wirst du auch viele verschiedene Konstellationen erfahren. Oh, I am the patterning of energy. Und dann kannst du erkennen, oh, ich bin eine Musterbildung der Energie. If I try to find the energy itself, there's nothing in my hand. Wenn ich aber versuche, die Energie selbst zu finden, dann habe ich nichts in der Hand. And yet when I do this practice, maybe going hum, 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 or whatever, some particular feeling tone, some density or attenuation, some thinning out of the sense of self occurs. Wenn ich aber diese Methode anwende, zum Beispiel das Hum 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 oder was auch immer, dann gibt es immer irgendetwas, was erscheint, irgendeine Verdichtung, irgendeine Energie, die ich spüre, irgendeine Gefühlstönung, auch das Merken, dass das Empfinden eines Selbst sich da so ausdünnt und vermindert, all das findet statt. So going back to the point we made earlier, it's not about going from A to B so that you arrive at B. Um an den früheren Punkt anzuknüpfen, es geht hier also nicht darum, von A nach B zu kommen, sodass man bei B ankommt. It's by moving from A to B that you see that neither A nor B were fixed, reliable, predictable positions.
Es ist eher sozusagen die Bewegung von A nach B selbst, durch die wir dann erkennen, dass weder A noch B irgendwelche fixierten und verlässlichen Positionen waren. There is no fixed positioning in samsara to come from and no fixed positioning in nirvana to go to. Es gibt keine fixierte Positionierung im Samsara, von der man weggehen könnte, und auch keine fixierte Position im Nirvana, bei der man ankommen könnte. Although we open moment by moment, that we experience this dynamic movement of energy. Sondern wir öffnen uns von Augenblick zu Augenblick und können dann die dynamische Bewegung der Energie erfahren. And as he says in so many different ways, the only real difference is whether you see this is my energy, Und wie er viele Male sagt, der einzige Unterschied ist, ob du denkst oder siehst, das ist meine Energie, or without any ownership or attachment, you experience I am the energy of the ground. oder ob man ohne jedes Besitzergreifen, ohne jedes Haften erfahren kann, ich bin die Energie des Grundes. These are two responses to the same transient phenomena. Das sind zwei mögliche Antworten auf die gleichen vorübergehenden Erscheinungen. The first carries the danger of reification, objectification, foreclosure. Die erste trägt in sich die Gefahr der Objektivierung, der Verdinglichung, des Verschlusses, While the latter keeps opening and dissolving and opening and dissolving. während die zweite sozusagen sich ständig öffnet und auflöst, öffnet und auflöst. So it's very important that if you're going to apply methods, Daher ist es sehr wichtig, dass wenn wir Methoden anwenden wollen, they're not used as a defense against the unpleasantness or the impossibility of the current situation, dass sie nicht als eine Verteidigungsmethode gegen die unangenehme oder unerträgliche Qualität der gegenwärtigen Situation angewendet werden. because if we start with the impossibility of what we've got, Denn wenn wir damit beginnen, sozusagen von der Unmöglichkeit dessen, was wir schon bekommen haben, auszugehen, the path is very long. dann ist der Weg sehr lang. What we're trying to do is to inhabit where we are. Was wir versuchen, ist das, wo wir sind, zu bewohnen. B is within A. Das B ist innerhalb von A. So when A feels difficult and we think we should go to B, Wenn also das A sich als schwierig darstellt und wir das Gefühl haben, wir sollten lieber nach B gehen, because B will be better, denn B wird besser sein, we have to see, but B is only a form of A. dann müssen wir erkennen, dass B ist nur eine Form von A. Will come clear when you meditate. Und das wird völlig klar sein, wenn ihr meditiert. So, in terms of the method, he outlines a mainstream approach. Firstly, pray to your guru who has all necessary qualities. Und was Methode anbetrifft, so wird hier jetzt das Mainstream-Zugang gezeichnet. Hier heißt es, als erstes bete zu deinem Guru, der all die notwendigen Qualitäten hat. This is a practice of projective identification. Das ist die Praxis einer projizierenden Identifikation. I am a troubled person wandering in samsara. Ich bin eine von Schwierigkeiten befallene Person, die im Samsara umherwandert. I hear that I have the Buddha nature, but I don't know what it means. Ich habe gehört, dass ich die Buddha-Natur besitze, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. So I'm going to locate my Buddha nature in the Guru, Sodass ich also meine Buddha-Natur im Guru lokalisiere, either in the human form or as Tara or Padmasambhava or whatever. entweder in der menschlichen Form oder als Tara, Padmasambhava oder was immer. Then I pray to the Guru as the enlightened one Und dann bete ich zu dem Guru als dem Erleuchteten, to send rays of light and blessing to purify me so that I can recognize my Buddha nature. dass er doch bitte Lichtstrahlen der Erkenntnis zu mir schickt, sodass ich meine Buddha-Natur dadurch erkennen kann. And now feeling that I am purified by the pure, Und nun, wo ich jetzt fühle, dass ich von dem Reinen gereinigt wurde, the pure which I have projected into the Guru can be located in myself. kann die Reinheit, die ich in den Guru projiziert habe, jetzt in mir selber lokalisiert werden. That's the basis for that practice. Das ist die Grundlage dieser Praxis. Now your mind is pure and the Guru's mind is pure. Nun, unser Geist ist rein und der Geist des Guru ist auch rein. So you pray at first to the Guru in front of you, then after these purifying lights to body, speech and mind occur,
Dann betet man zu dem Guru, der vor uns ist, und dann, nachdem die reinigenden Lichter von Körper, Sprache und Geist erschienen sind, through which you receive the 4 initiations, durch welche man die 4 Initiationen empfängt, which are at the heart of all tantric practice. die sozusagen am Herzen aller tantrischen Praktiken liegen. Then the Guru comes to the top of your head, Dann kommt der Guru zu dem Kopfscheitel, dissolves into a ball of light, and comes into your heart. löst sich in eine Lichtsphäre auf und kommt in unser Herz. Your body has been purified as light by the light coming from the Guru. Unser Körper wurde als Licht, zu Licht gereinigt durch das Licht des Guru. And so now your body dissolves into the ball of light, which is the Guru. Und jetzt löst sich unser Körper auf in die Lichtsphäre, die der Guru ist. Now you have one unified ball, Jetzt hat man also eine vereinte Lichtsphäre. the Tigli, which is the root of all of samsara and nirvana. Das ist das Tigli, das die Wurzel von allen Samsara und allen Nirvana ist. And it becomes smaller and smaller and smaller and vanishes into emptiness. Und dieses Tigli wird kleiner, kleiner und kleiner und dann verschwindet es in der Leerheit. And then sit in emptiness for a while, and then manifestation occurs. Und dann sitzt man in der Leerheit für eine Weile und dann erscheinen wieder Manifestationen. Where does it come from? Wo kommen sie her? Emptiness. Aus der Leerheit. Because you have seen directly the ground of everything is empty. Denn du hast direkt gesehen, dass der Grund von allem leer ist. And then you stay with everything as the form of the Guru. Und dann bleibst du mit allem als der Form von Guru. All sound is the mantra of the Guru's voice. Und jeder Klang ist Mantra oder die Stimme des Guru. All appearance is form and emptiness, the Guru's body. Jede Erscheinung ist Form und Leerheit, der Körper des Guru. And all thoughts and feelings are the energy of the Dharmakaya. Und alle Gedanken und Gefühle sind die Energie des Dharmakaya. So this is a way of progressively allowing yourself to stay with the natural purity of your mind. Das ist ein Weg, fortschreitend sich selbst zu erlauben, mit der natürlichen Reinheit des Geistes zu bleiben. The reason that the practice can work Der Grund, warum diese Praxis funktionieren kann, is because the obscurations were never real in the first place. ist der, dass die Verdunklungen niemals real waren von allem Anfang an. If the obscurations were real, you would need to use bleach and a lot of scrubbing. Wenn die Verdunklung wahr und real wäre, dann bräuchte man Bleichmittel und eine Menge Schrubben anwenden. But now we just have white, red and blue light flowing into our body. Jetzt haben wir aber nur weißes, rotes und blaues Licht, die in unseren Körper fließen. And the obscurations dissolve. Und die Verdunklung löst sich schon auf. Because what was holding them in place was not an essential badness, Denn was sie sozusagen am Leben erhielt, war nicht irgendeine essentielle Schlechtigkeit, but our belief that they were real. sondern unser Glaube, dass sie real waren. I always do that. I don't know why. Ich mache das immer, ich weiß nicht warum. We have in our language many ways of asserting the truth of our limitation. In unserer Sprache verfügen wir über viele Wege, unsere Begrenzungen zu bestätigen. These limitations are functionally effective, but ontologically void. Diese Begrenzungen sind funktional effektiv, aber ontologisch leer. And that's why the method works. Und das ist der Grund, warum diese Methode funktioniert. It's always helpful to understand how the practice works and what you're trying to achieve. Es ist immer hilfreich zu verstehen, wie eine Praxis funktioniert und was man eigentlich zu erreichen trachtet. It will make it work much better. Das macht diese Arbeit viel besser. So once you merge your mind in the mind of the Guru, it says, in that state, do not pursue past ideas. Und wenn man dann einmal seinen Geist mit dem Geist des Guru verschmolzen hat, dann heißt es hier weiter, gehe nicht vergangenen Ideen nach. Do not wait for future ideas. Warte nicht auf künftige Ideen. Keep your present awareness free of all artifice. Halte deine gegenwärtige Bewusstheit frei von jeder Künstlichkeit, Letting it flow easily in its own fashion. indem du sie leicht fließen lässt auf ihre eigene Art. It means you're sitting there and your mind is the way it is. Das heißt, wir sitzen da und unser Geist ist, wie er ist. Sometimes it's happy, sometimes it's sad. Manchmal ist er glücklich, manchmal traurig. This is the mind of the Guru. Das ist der Geist des Guru.
Sometimes it's full of guilty thoughts, shameful thoughts, generous thoughts. Manchmal ist er voller Schuldgedanken, Schamgedanken oder großzügigen Gedanken. This is the mind of the Guru. Auch das ist der Geist des Guru. So don't enter into judgment. Also geh nicht in Urteile hinein. Because when you think my mind is dull and heavy, Denn wenn du denkst, mein Geist ist stumpf und schwer, this is already an interpretation. dann ist das bereits eine Interpretation. Stay with the immediacy of what is arising, Bleibe mit der Unmittelbarkeit dessen, was erscheint, without wrapping it in thought, without telling it what it is, ohne dass du das in Gedanken einhüllst oder sagst, was es ist. and the freshness of the moment reveals itself. Und dann zeigt sich die Frische des Augenblicks von selbst. In the Dzogchen, this is, let me put it another way, this is a Dzogchen style of Vipassana. Oder um es anders zu sagen, das ist der Dzogchen-Stil von Vipassana. Vipassana means seeing clearly, Vipassana heißt klar sehen, seeing what is there. zu sehen, was da ist. We see what is there by looking, not by telling. Und wir sehen, was da ist, indem wir schauen und nicht indem wir sagen, was da ist. If I want to know what is outside the window, I look. Wenn ich wissen will, was da draußen außerhalb des Fensters ist, schaue ich einfach. I might get some paints and start to paint the tree that I see. Vielleicht habe ich ein paar Farben und dann male ich den Baum, den ich sehe. I have no need to know that it's a cherry tree to paint. Ich habe absolut keinen Bedarf danach zu wissen, dass es ein Kirschbaum ist, um ihn zu malen. What I have to do is look and see what is there. Was ich tun muss, ist schauen und sehen, was da ist. The showing by the object side, Dieses sich zeigen von der Objektseite the reception by the subject side, the availability of the subject, und das Empfangen durch die Subjektseite, also das zur Verfügung stehen des Subjekts, allows the ungraspable freshness of what is here to be manifest. erlaubt der ungreifbaren Frische dessen, was da ist, sich zu manifestieren. And this is the same in the meditation. Und das Gleiche trifft auch Meditation zu. That's why he's saying, keep it free of all artifice. Und daher heißt es hier, halt es frei von aller Künstlichkeit. This means naming, judging, comparing, contrasting. Also all die Dinge wie benennen, beurteilen, kontrastieren, When we compare and contrast, vergleichen, also wenn wir vergleichen und kontrastieren, we relativize what is in front of us. mit relativen Augen sozusagen sehen, was vor uns ist. We set it within the matrix of attributed value. Dann errichten wir das innerhalb der Matrix von zugewiesenem Wert. I don't know, the cherries this year, they're not as sweet as last year. Ich weiß, dass die Kirschen dieses Jahr nicht so süß sein werden wie letztes Jahr. You put the cherry in your mouth, some taste is there, Tun die Kirsche in unseren Mund, es gibt irgendeinen Geschmack it's this. und das ist das. Yeah, but it's not as sweet as last year. Ja, aber es ist nicht so süß wie letztes Jahr. What does that add? Was bringt das zusätzlich an Wert? You insult what's in your mouth and you still have 100 cherries to eat. Wir beleidigen, was in unserem Mund ist und müssen immer noch 100 Kirschen essen. This is this year's cherry. Das sind die Kirschen dieses Jahres. Last year's cherries have all been eaten. Die Kirschen des letzten Jahres sind alle schon gegessen worden. Next year's cherries haven't come. Und die Kirschen des nächsten Jahres sind noch nicht da. This is the flavor of the year. Das ist eben der Geschmack dieses Jahres. So if you allow yourself to be with this flavor, you get used to it. Cherries. Wenn man sich also erlaubt, mit dem, was da ist, zu sein, dann kann man sich daran gewöhnen. Dann sind es einfach Kirschen. So that's what it means, free of artifice. Und das ist das, was bedeutet frei von Künstlichkeit. Do not modify what is occurring with good thoughts. Don't mix it with bad thoughts. Modifiziere nicht, was entsteht durch gute Gedanken und vermische sie nicht mit schlechten Gedanken. However it presents itself, do not modify it in any way. Was immer, wie auch immer es sich darstellt, modifiziere es in keiner Weise. Then he says, keep your mind clear, happy, brilliant, naked, bright, open, tranquil and relaxed. Und dann heißt es hier, bewahre deinen Geist klar, glücklich, strahlend, nackt,
hell, offen, ruhig und entspannt. No. Wonderful. This does not refer to the content of the mind. Nun, das bezieht sich hier alles nicht auf den Inhalt des Geistes. Remember, the mirror is manifesting clarity even when the reflection it's showing is dull. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Spiegel Klarheit manifestiert, selbst wenn das, was im Spiegel erscheint, stumpfsinnig ist. In the evening, if you have mirrors on the wall in a room and there's no electric light, gradually the reflection gets darker and darker and darker. Wenn der Spiegel in einem Zimmer hängt und am Abend kein Licht angemacht wird, dann wird die Reflexion im Spiegel allmählich dunkler und dunkler. This doesn't mean that the battery in the mirror is running down. Das bedeutet nicht, dass die Batterie im Spiegel irgendwie anfängt leer zu werden. The mirror is continuing to do its work. Der Spiegel setzt einfach seine Arbeit fort. The clarity of the mirror is showing the darkening light. Die Klarheit des Spiegels zeigt das sich verdunkelnde Licht. So, the clarity of the mind, this is what it means. Keep your mind, that is to say your awareness, your presence, keep it clear, keep it light, keep it happy. Was hier also gesagt wird, ist, dass es die Klarheit des eigenen Geistes ist, die wir klar und leicht und offen halten. It is always happy. Glücklich halten. Sie ist immer glücklich. Bad things come. Schlechte Sachen kommen, Bad things will go. schlechte Sachen werden gehen. Why are you disturbed? Warum bist du so gestört? You get sick. Wir werden krank, Now you're sick. dann sind wir eben krank. Why are you unhappy that you're sick? Warum bist du unglücklich, dass du krank bist? You're sick. Dann bist du eben krank. I don't want to be sick. Aber ich will nicht krank I sein. prefer not to be sick. Ich bevorzuge es nicht krank zu sein. Okay, then don't be fucking sick. Dann sei halt verdammt nicht krank. But I am sick. Aber ich bin krank. Now you want pity. Jetzt willst du Mitleid. Just be sick. Sei einfach krank. But I'm sick of being sick. Aber ich bin krank vom Kranksein. This is the mind never being where it is. Und das ist der Geist, der nie da ist, wo er ist. This year the cherries are like this. Dieses Jahr sind die Kirschen so Now I'm sick. und jetzt bin ich krank. If I'm sick, I'm sick. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Be with what is there. Sei mit dem, was da ist. Hopefully you can see that if you do comparing and contrasting, you will always dislodge yourself from the immediacy of the moment. Hoffentlich könnt ihr sehen, dass wenn man ständig dieses Vergleichen und Kontrastieren macht, dass man sich immer sozusagen aus dem, wo man im Augenblick ist, hinausversetzt. By relying on conceptual interpretation, you remove yourself from the phenomenological field and go into the domain of abstraction. Indem man sozusagen auf Verbegrifflichung sich stützt, bewegt man sich aus dem phänomenologischen Feld hinaus und fängt an, sich in ein Feld der Abstraktion zu bewegen. And this is dangerous Das ist eine gefährliche Sache, because many strong winds blow through the realm of abstraction. denn durch den Bereich der Abstraktion blasen viele starke Winde. We're easily carried away by particular interpretations and hopes and fears. Man kann leicht von irgendwelchen bestimmten Interpretationen, Hoffnungen, Befürchtungen weggetragen werden. But if you can be sick, Wenn du aber krank sein kannst, experience pain in the body, changes in the breath and so on, wenn du den Schmerz im Körper, die Veränderungen im Atemmuster und so weiter erfahren kannst, without judgment, ohne Urteil, then this is very lively. dann ist das sehr lebendig. You are present with what is occurring. Du bist gegenwärtig mit dem, was erscheint. The presence, the mirror-like awareness, Die Präsenz, die spiegelgleiche Bewusstheit is showing what is there. zeigt, was da ist. This mirror is not sick. Der Spiegel ist nicht krank. It is showing hot, cold, stabbing, wounded. Es zeigt das Heiße, das Kalte, erstochen zu werden, verletzt zu werden, But it is none of these things. aber es selbst ist nichts davon. And that's why he's suggesting that these qualities of brilliant, naked, bright, and so on, these are the properties of the mind itself. Und was hier also suggeriert wird, ist, dass diese Qualitäten, die hier aufgezählt worden sind, wie klar, glücklich, brillant und so weiter, Qualitäten des Geistes sind. So he says, keep nature, that is to say your own nature, the unborn openness of the mind, keep it as void happiness.
Und hier heißt es dann, bewahre die Natur, und damit ist natürlich die eigene Natur gemeint, die, die leere, offene Natur des Geistes. Bewahre die Natur als eine leere Glückseligkeit. This happiness is it's more like a kind of contentment or satisfaction. Dieses Glück ist eine Art Zufriedenheit oder Befriedigung. It's not a kind of joking, laughing happiness. Es ist nicht diese witzelnde, lachende Glückseligkeit, But it's the happiness of being at home, sondern es ist das Glück, zu Hause zu sein being settled in this, und darin sozusagen angesiedelt zu sein, being where you are. zu sein, wo du bist. So, The mind is open, that's fine. der Geist ist offen, es ist fein. Then the immediacy, the clarity of the phenomenological field, keep this as clear happiness. Dann bewahre die Unmittelbarkeit, also die Klarheit des phänomenologischen Feldes als ein klares Glück. So in the room there are many different people, objects and so on. In diesem Zimmer gibt es viele verschiedene Leute, Objekte und so weiter. There's no need to split the room into people I like and people I don't like. Es gibt keine Notwendigkeit, das Zimmer in Leute aufzuspalten, die man mag und die man nicht mag. Otherwise it's like being back at school and trying at the beginning of term to make sure you can sit next to your best friend. Sonst ist es so, als würde man wieder zur Schule gehen und dann zu versuchen, bei dem nächsten Schuljahr dann einen Sitz zu ergattern neben dem besten Freund. Then the teacher says, right, I'm not having you two together again, you sit over there. Und dann kommt der Lehrer und sagt, haha, ich werde euch nicht nochmal nebeneinander sitzen lassen, du setzt dich dahin. And it's very unhappy. Und dann ist man sehr unglücklich. Because this is my best friend and I don't like that person. Weil das mein bester Freund ist und die Person mag ich schon gar nicht. The happiness of sitting next to my best friend is relative to the distress of having to sit next to the person I don't like. Und das Glück, neben meinem besten Freund zu sitzen, ist relativ zu der Verstörtheit, neben einer Person sitzen zu müssen, die ich nicht mag. So I'm talking about that happiness, Also wir reden hier nicht über dieses Glück. which is very unreliable. Dieses Glück wäre sehr unzuverlässig. I'm talking about the happiness of just being open. Wir reden über das Glück, einfach offen zu sein. It's immediacy. Without any effort, I get all this. Diese Unmittelbarkeit, dass ich ohne jede Bemühung all das schon kriege. Every moment of life is Christmas. Jeder Moment des Lebens ist Weihnachten. So much is arriving. So viel kommt an. Oh, this and this and this. Die ganze Zeit das und das und das. Shining, brilliant. Strahlen, brillant. This is the happiness before interpretation, Das before judgment. Das ist das Glück, das kommt vor der Interpretation, vor dem Urteil. So this is why it's so important to recognize your own falseness, the artificiality of your mind. Daher ist es so wichtig, die eigene Falschheit, die Künstlichkeit des eigenen Geistes zu erkennen. This world arrives fully formed. Diese Welt kommt voll geformt an. So this, we look before the founding Buddha is Dzogchen or Samantabhadra. Wie wir schon zuvor besprochen haben, der Begründer dieser Tradition ist Dzogchen oder Samantabhadra. Which means always good. Und das bedeutet immer gut. It's good like this. Es ist gut, wie es ist. In this practice called Dzogchen, which means a great completion. Und diese Praxis wird als Dzogchen bezeichnet, also die große Vollständigkeit. It is what it is. Es ist, was es ist. This is it. Es ist es. But artifice wants to improve it, Aber Künstlichkeit versucht es zu verbessern. wants to change it, Sie will es ändern. wants to do something with what is here. Sie will mit dem, was da ist, etwas machen. Just something needs to be done. Etwas muss getan werden. It will have to be done because I feel it has to be done. Es muss getan werden, weil ich das Gefühl habe, dass es getan werden muss. But what is here? Aber was ist hier? I can't remember the name of the film, but there was a very nice Chinese film about a chef who lost his sense of taste. Ich kann den Namen des Films nicht erinnern, aber es gab einen sehr schönen Film, einen chinesischen Film über einen also einen Koch, Chefkoch, der seinen Geschmackssinn verloren hatte. It's a big kitchen and big restaurant and many pots are going and he would go around with his spoon tasting, say a little more salt. This.
Also diese große Küche und viele Töpfe und er würde da umherlaufen und probieren und entscheiden, was zu würzen war. But now he can't relate to what's there. Aber jetzt kann er sich überhaupt nicht in Beziehung setzen zu dem, was da ist. And he doesn't want to tell everyone that he's lost his sense of taste. Und er will also nicht allen sagen, dass er seinen Geschmackssinn verloren hat. So he's having to imagine things. Das heißt, er muss sich Dinge vorstellen. More salt, more pepper. Mehr Salz, mehr Pfeffer. Really? Dann probiert jemand anders und sagt wirklich. And this is the nature of the artificial ego. Und das ist die Natur des künstlichen Egos. It adds salt before tasting the soup. Er schmeißt Salz rein, noch bevor er es super probiert hat. What he's saying, if you taste the soup, it's fine as it is. Und das, was es hier sagt, ist, dass wenn du die Suppe probierst, dann merkst du, dass die so, wie sie ist, in Ordnung ist. Don't add ingredients out of your past, what you don't like, echoes of past traumas and so on. Füge nicht Zutaten hinzu auf der Grundlage des vergangenen Vorlieben und Abneigungen, aufgrund von irgendwelchen aufkommenden Erinnerungen am Trauma und so weiter. Then there's nothing wrong with these flavors. Nicht, dass die Geschmäcker an sich irgendwie falsch wären, But they don't belong in this dish. sondern sie gehören einfach nicht in diese Speise. This is the natural completion or the natural perfection of each moment. Dieses ist die natürliche Vollständigkeit oder die natürliche Vollkommenheit eines jeden Augenblicks. And then he says, keep energy unimpeded. Und dann sagt es, bewahre deine Energie unbeeinträchtigt. This energy is co-emergent energy. Diese Energie ist konvergente Energie. It's not me acting on the environment, Es ist nicht, dass ich auf die Umgebung einwirke, because that's the interaction which comes from duality, which is already a forgetfulness of the ground. das ist eine Aktivität, die von der Dualität herkommt, die bereits ein Vergessen bezüglich des Grundes darstellt. But in remembering the ground and being present in the ground, Indem wir aber den Grund erinnern und darin gegenwärtig sind, as part of the field which is the showing of the ground, als ein Teil des Feldes, das ein sich Zeigen des Grundes ist, we find ourselves participating. finden wir heraus, dass wir teilnehmen. Someone invites you for dinner, Jemand lädt uns zum Abendessen ein, they put some soup in your bowl. dann tun sie Suppe in die Schüssel. Wow, it's very salty. Oh, das ist sehr salzig. They like salt. Sie mögen Salz. So, I don't like salt. Ich mag kein Salz. Oh, this is the soup. Das ist die Suppe. If you say, I don't like salt, and you tell the host, then maybe she gets upset. Wenn man jetzt sagt, ich mag keinen Salz, und das sagt man dem Gastgeber, dann wird sie vielleicht sehr aufgebracht. You're making a division in what is occurring. Du machst da eine Teilung zwischen dem, was erscheint. Oh, this is the soup they eat in this house. Oh, das ist die Suppe, die in diesem Haus essen. Ah, this is salt. Oh, das ist aber Salz. Let me hang out with salt for a while. Lass mich mal für eine Weile mit Salz rumhängen. It is what it is. Es ist, was es ist. If you apply the template of your habitual interpretation, it's impossible to avoid the allocation of good, bad, right, wrong, I like, I don't like. Wenn man immer die Schablonen der gewohnten Interpretationen immer anwendet, dann ist es unmöglich zu vermeiden, in diese Urteile von gut und schlecht, von ich mag und ich mag nicht und dergleichen mehr zu geraten. So then he says, without any set object of meditation, remain without wavering for even an instant. Und dann heißt es, ohne ein festgesetztes Objekt der Meditation bleibe ohne Schwanken auch nur für einen Augenblick. So this Also is ohne auch nur einen Augenblick zu schwanken. so this is what we were doing in the practice. Das ist das, was wir in der Praxis machen. We just sit. Wir sitzen einfach. Whatever comes, comes. Was immer kommt, kommt. We're not trying to visualize something or imagine or recite something. Wir versuchen nicht irgendetwas zu visualisieren oder uns vorzustellen oder irgendwas zu rezitieren. The focus of the meditation is whatever occurs. Der Fokus der Meditation ist, was immer erscheint. This particular thought occurs or this sound, and we're there with it. Dieser bestimmte Gedanke erscheint oder der Klang erscheint und wir sind da mit ihm. Then it goes and something else happens. Dann geht das weg und dann erscheint was anderes. Now, if you find that your mind is moving from that to this, Wenn wir jetzt finden, dass unser Geist sich von da nach dort bewegt,
this is a sign that you're not really in the practice. dann ist das ein Zeichen, dass du nicht wirklich in der Praxis bist. The mind itself never moves. Denn der Geist selbst bewegt sich niemals. Open. Er ist offen. If you're getting over-fixated, it's almost inevitable you're going to get attached and merged. Wenn du übermäßig fixiert wirst, dann ist es fast unvermeidbar, dass du an etwas festhängst und dann damit verschmilzt. This is why we sit with our eyes open. Das ist auch der Grund, warum wir mit unseren Augen offen sitzen. We hear the sound coming in from over on what's my right hand side. Wir hören den Klang von rechts, But this is still here. aber wir sind immer noch hier. The sound is dominant, insistent, but it's within the field. Dieser Klang ist dominant und insistiert sozusagen, aber er befindet sich immer noch innerhalb des Feldes. If you make aspects of the field special, then you will have the dislocation of going this way and then going that way. Wenn man aber Aspekte des Feldes sozusagen als besonders bevorzugt, dann wird man immer entweder dieses oder in die eine Richtung oder die andere Richtung gehen müssen. That is to say, whatever occurs is always already in the mind. Don't fragment the field of experience by privileging this as special and making this not special. Das heißt, mit anderen Worten, was immer erscheint, ist ja bereits im Geist und mache also nicht Aspekte des Feldes irgendwie, privilegiere sie nicht als besonders und andere wiederum als nicht besonders. Fragmentiere deinen Geist nicht. So in that openness, if thoughts arise from that state, these thoughts are without foundation or root. So look clearly at the nature of whatever arises. Und in dieser Offenheit, wenn Gedanken aufkommen, dann kommen sie schon immer ohne Grundlage oder Wurzel. Also schaue immer einfach, bleibe immer mit dem, was steht. The mind is empty and the thought that arises from the mind is empty. Der Geist ist leer und der Gedanke, der aus diesem Geist entsteht, ist auch leer. The nature of the thought is the radiance or the showing of emptiness. Die Natur des Gedanken ist die Strahlkraft oder das sich zeigende Leerheit. So we hear sound coming down the hill. Wenn wir also da Klänge vom Hügel herunterkommen hören, And that's already the interpretation of the hill, but some sound is occurring. da steckt schon eine Interpretation, dass da ein Hügel ist. Aber sagen wir mal, es erscheint irgendein Klang, Staying with the rawness of that, the immediacy of it, dann bleiben wir mit der Rohheit, mit der Unmittelbarkeit davon it goes easily. und dann geht es auch leicht weg. Once you start to wrap the occurrence in an interpretation, Fangen wir aber erst einmal damit an, die Erscheinung in eine Interpretation einzuhüllen, you lose the integrity of the field. dann verlieren wir die Ganzheit des Feldes. Without accepting or rejecting, remain relaxed and open. Ohne zu akzeptieren oder abzulehnen, bleibe entspannt und offen. The clarity of the mind is not influenced by the content of the thought. Die Klarheit des Geistes wird von dem Inhalt des Gedankens nicht beeinflusst. Happy thoughts make me as ego feel happy and therefore more relaxed and expansive. Glückliche Gedanken lassen mich als Ego mehr entspannt und weit fühlen. But we are not just the ego. Aber wir sind nicht einfach nur das Ego. Because if the happy thought makes you happy, then the shitty thought is going to make you feel bad. Denn wenn der glückliche Gedanke dich glücklich macht, dann wird der Scheißgedanke dich beschissen fühlen lassen. And so your mood will become like a puppet, moving up and down according to the transient nature of unpredictable thoughts and feelings. Sodass unsere Stimmung wie eine Marionette auf und ab schwanken wird, gemäß den Bewegungen unserer Gedanken und Gefühle. So the key point to see in this is when value appears to be intrinsic to the thought, Der Schlüsselpunkt hier ist, wenn Wert scheinbar dem Gedanken innewohnend ist, you have already acted. dann haben wir schon bereits gehandelt. You have already attributed that value. Dann haben wir bereits diesen Wert zugewiesen. This is why these texts say again and again, relax.
Relax. Deswegen sagt dieser Text wieder und wieder, entspanne dich, entspanne dich. This is the problem of premature ejaculation. Das ist das Problem der vorzeitigen Ejakulation. When excitation arises, Wenn die Erregung aufkommt, then the desire in the male to have the emission of semen becomes very great. dann wird das Begehren des Mannes, eine Emission des Samens zu haben, sehr stark. The pulsation of muscle contraction arises, which sends out the Und dann, jet of semen. kommt eine Pulsation in den Muskeln, eine Kontraktion, die diesen Samen dann hinausstößt. There's a kind of point of no return, an inevitability where that's going to occur. Und da gibt es einen Punkt, an dem es keine Umkehr gibt und eine Unvermeidlichkeit, dass es passieren wird. In order to stop this process, you can't start at the point of maximum excitation. Wenn man diesen Prozess anhalten will, dann kann man nicht an dem Punkt beginnen, wo die maximale Erregung schon da ist. You have to work with the total relaxation of the system. Dann muss man mit der völligen Entspannung des Systems arbeiten. The same way in the meditation. Thoughts are not exciting. Das gleiche in Meditation. Gedanken sind nicht erregend. What are they going to give you? Was können sie uns geben? Thoughts will give the ego different experiences. Gedanken werden dem Ego verschiedene Erfahrungen geben. For the ego, the valency of the thought is important. Für das Ego ist die Valenz des Gedankens wichtig. For the mind itself, the valency is not important. Für den Geist ist die Valenz überhaupt nicht wichtig. It's just appearance. Es ist bloß eine Erscheinung. Appearance and emptiness. Memory and emptiness. Sensation and emptiness. Eine Erscheinung und Leerheit, Erinnerung und Leerheit, Empfindung und Leerheit. This is why we study the view again and again. Das ist der Grund dafür, die Sichtweise wieder und wieder zu studieren. It's just a thought. Das ist nur ein Gedanke. Observe the thought. It comes and it goes. Beobachte den Gedanken, er kommt und geht. How could it give you anything? Was könnte uns der Gedanke irgendwie geben? Don't follow the thought. Folge also nicht dem In Gedanken. the same way, in the sexual sphere, sensation arises. If you follow the sensation, it leads into the ejaculation. Und in der gleichen Weise in der sexuellen Sphäre entstehen verschiedene Empfindungen. Und wenn du den Empfindungen folgst, dann führt das zu der Ejakulation. By keeping the breath deep and relaxed, sensation arises and passes without entraining the arousal pattern. Indem du den Atem entspannt behältst und also entspannt atmest, lösen sich diese Empfindungen auf, ohne dass sie sozusagen diesen Erregungsmuster verstärken. But the ego is hungry for experience. Aber das Ego ist hungrig nach Erfahrung. So this is why it's suggesting start by doing this, praying to the Guru, so that you have the sense of satisfaction or contentment. Und deswegen heißt es hier, beginne mit dem Gebet an den Guru, damit du diese Empfindung von Befriedigtheit oder Zufriedenheit hast. I have enough. Ich habe genug. Why would I want more? Warum wollte ich mehr? This thought that would seem to give me more is going to give me less. Dieser Gedanke, der scheinbar mehr geben wird, wird mir in Wirklichkeit weniger geben. If you have a stable relationship and you start an affair with someone at work, Wenn man eine stabile Beziehung hat und dann aber eine Liebschaft mit jemandem in der Arbeit anfängt, it's usual that the hope of getting more will give you a lot less. ist es für gewöhnlich so, dass die Hoffnung nach mehr einem im Wesentlichen wesentlich weniger geben wird. So contentment is very important. Zufriedenheit ist also sehr wichtig. And this speaks to the status of the ego, which is abject. Und das berührt den Status des Ego, das Abject means what? Abject means like cast down, inferior. Es ist sozusagen das Ego, das minderwertig ist. In the sense of, this isn't right, something is lacking, I shouldn't be here. Das ist dieses Gefühl, irgendwas ist nicht recht, irgendwas fehlt hier, ich sollte nicht hier sein, I need more. ich brauche mehr. And it's this I need moreness, which is already an arousal, which is taking you towards an interest in the thought. Have you got something for me? Have you got something for me? Und dieses Ich
brauche mehr, ich brauche Mehrheit, ist das, was sozusagen die Form einer Erregung produziert, die dem Gedanken entgegengeht und sagt, hast du was für mich Neues? So the reason, again, we study the text is to help us in our own lived continuum to identify the difference between being settled in the ego and being settled in awareness. Und deswegen ist das Studium eines solchen Textes hat die Funktion, immer wieder sich in dieses Kontinuum des eigenen Seins zu begeben und sozusagen in diesem Kontinuum zufrieden zu sein. And he said, if you practice too intensely, the problem of many wild, excited thoughts will develop. So remain loose and free. Und dann heißt es hier weiter, wenn du zu intensiv praktizierst, dann wird das Problem von vielen wilden Gedanken sich entwickeln. Also bleibe locker und frei. That is to say, this is not a heroic practice. Dann antworte ich, hier geht es nicht um eine heroische Praxis. It's not the hero's journey, we're not on a quest. It's not about ambition. Es ist also nicht die Reise des Helden, die Suche des Helden. Es geht nicht um Ehrgeiz. What you need is already here, but it's hidden by your own vibration of excitement based on the fantasy that what you need is somewhere else. Was du brauchst, ist bereits hier, aber es ist versteckt, verborgen durch die Vibration der eigenen Erregung, die aus der Vorstellung kommt, dass das, was du brauchst, woanders ist. On the other hand, he says, if you are too relaxed, the problem of sinking and dullness will develop, so remain alert in the presence of awareness. Dann heißt es hier weiter, wenn aber du zu entspannt bist, dann wird das Problem von Absinken und Stumpfsinn sich entwickeln. Bleibe also wach in der Gegenwärtigkeit der Bewusstheit. So again, in the example, it's a night where you read in the newspaper there will be shooting stars. Also um es nochmal als Beispiel zu geben, vielleicht lesen wir in der Zeitung, dass es da eine Nacht geben wird, in der es besonders viele Sternschnuppen geben wird. You sit in the garden, Wir sitzen im Garten, you have to wait. wir müssen warten. There's nothing you can do but wait. Es gibt nichts, was wir tun können, außer warten. If you fall asleep, you certainly won't see them. Wenn du einschläfst, wirst du sie sicher nicht sehen. If you get distracted, you won't see them. Wenn du abgelenkt wirst, wirst du sie nicht sehen. You have to be available but not aroused. Du musst verfügbar, aber nicht erregt sein. Available means ready to move. Verfügbar heißt zur Bewegung bereit. That is to say, you're in touch with the emerging field. Mit anderen Worten, du bist in Berührung mit dem aufkommenden Feld. Some of you will know this, but Sia Lama described how when he was a child, Manche von euch werden es vielleicht gehört haben. Tsea Lama hat mal beschrieben, wie es war, als er Kind war. because he had been recognized as a tulku, as an incarnate Lama, Denn er wurde als ein Tulku, als ein inkarnierter Lama erkannt. he had a throne inside the monastery. Verfügte über einen Thron im Kloster. And when they had big public events, the villagers would come from around and make offerings to the different lamas sitting on the throne. Dann kamen die Dorfbewohner während der großen Ereignisse und machten den verschiedenen Lamas, die auf den Thronen saßen, Opfergaben. Generally, the people, they offer some kind of silk scarf or cotton scarf, and maybe a little money or dried cheese or something. Leute opferten dann vielleicht einen Seidenschal oder einen Baumwollschal oder etwas Geld oder vielleicht getrockneten Käse. In the monastery, it's a big monastery, so there's about 10 of these big important lamas. Das war ein großes Kloster, also gab es vielleicht 10 von diesen großen, wichtigen Lamas. And the poor people are coming up and they don't have enough to give everyone, so sometimes you get something, sometimes you don't. Und wenn arme Leute kommen, dann haben sie vielleicht nicht genug, um allen was zu geben, also hat man vielleicht manchmal was gekriegt und manchmal nichts. So he described how he would have to sit, fully available, Er musste also da vollkommen verfügbar da sitzen. and if somebody made a gesture towards him, he would have to lean forward and give them a blessing. Und jemand ihm gegenüber eine Geste des Gebens machte, dann musste er sich nach vorne lehnen und einen Segen geben. But if they were not going to give him something and he leaned forward, Wenn sie aber nicht irgendwie dabei waren, ihm was zu geben und er trotzdem sich nach vorne lehnen würde, or if they were going to give something and he didn't lean forward, oder wenn sie ihm was gaben und er würde sich nicht nach vorne lehnen, then his teacher who was sitting next to him would just hit him on the back of the head.
dann würde dein Lehrer, der neben ihm saß, ihm einfach auf den Hinterkopf einen Schlag versetzen. So that's a training in being available. Das ist ein Training in Verfügbarkeit. Not imagining that something is there when it's not. Sich nicht vorzustellen, dass etwas da ist, wenn es nicht da ist. And training that you see when it is there. Und auch das Training, das du siehst, wenn es da ist. So you can't be aroused in expectation. Du kannst also nicht erregt sein in irgendeiner Art Erwartung. And you can't fall asleep in assumption. Und du kannst auch nicht in deinen Annahmen einschlafen. Okay, if we take a break, maybe a short break, 15 minutes, and we continue with the text. Dann machen wir jetzt 15 Minuten Pause und dann geht es weiter mit dem Text.